Mahlzeit, mein Name ist Walfmar und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction 2. Wir sind heute, besonderer Künstler, wie ihr das im Titel schon gesehen habt, Miley Cyrus. Ich habe hier, glaube ich, jetzt gerade ungefähr eine Viertelstunde gesessen und überlegt, mache ich das nicht, höre ich mir den Titel an oder nicht? Weil eigentlich reacte ich ja hier hauptsächlich Rock, Metal und ein bisschen Mittelalter oder auch Folkrock. Aber ich habe mir gedacht, wer Metallica covert, das kann man auch mal machen. So hin und wieder einfach mal den Blick über den Tellerrand hinauswerfen. Und ich hoffe, es kommen nicht zu böse Kommentare, weil es wird wahrscheinlich ein bisschen poppiger sein, vermute ich mal. Bei Miley Cyrus kenne ich jetzt nicht so als die Hardcore-Metallerin. Allerdings sagt das ja nichts über ihren persönlichen Musikgeschmack aus. Und deswegen habe ich mich jetzt auch tatsächlich dazu entschlossen, nach ein bisschen hin und her, mir das Cover jetzt anzugucken, ne? Also Nothing Else Matters von Miley Cyrus mit ein paar anderen aus dem neuen oder beziehungsweise aus dem Jubiläumsalbum 30 Jahre Metallica mit Nothing Else Matters. Da kommt ja demnächst ein Charity-Album ist das quasi raus und alle beteiligten Künstler konnten sich eine wohltätige Organisation aussuchen. Und die Einnahmen aus diesem Albumverkauf geht halt dann zu gleichen Teilen an die jeweiligen Organisationen, die sich die Künstler ausgesucht haben. Weitere Infos findet ihr dann einfach unten in den Links. Da verlinke ich euch wie immer das Originalvideo. Und darüber hinaus oder nach einer kleinen Google-Suche findet ihr natürlich dann auch die entsprechenden Infos zu dem Jubiläumalbum 30 Jahre. Ne? Das ist schon geil. Kann man nicht anders sagen. Also, jetzt genug gequatscht. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt einfach mal Miley Cyrus an mit ihrer Interpretation von Metallica. Ich würde sagen, ja, euch und mir wie immer viel Spaß. Ein ganz anderer Klang, wie man es sonst gewohnt ist. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. This way, life is ours, we'll live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Einmal eine ganz kurze Pause. Bis hierhin finde ich es schon mal ganz gut. Ist ein bisschen rauchiger etc. Ich bin mal gespannt, was da gleich noch so an Stimme möglich ist, weil Miley Cyrus kann auf jeden Fall gut singen, das weiß ich. Und man kommt ja nicht an ihren Liedern vorbei. Das ist ja einfach halt. Ob man sie mag oder nicht mag, ist ja eigentlich erstmal egal. Aber man kommt erstmal nicht an ihren Songs vorbei. Die kennt man halt. Wenigstens so vom Hören, aus dem Radio oder ähnliches. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie es dann gleich in diesen verschiedenen Höhen und Lagen so weitergeht. Also. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know.
merkt man, im Hintergrund kündigt sich schon so ein bisschen was an. Bin tatsächlich allerdings ein bisschen verwirrt. Also hier stehen ja noch so Namen wie Elton John und noch ein paar andere. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass mehr gesangstechnisch noch Unterschiede oder die Einflüsse zu hören sind. Da muss ich gleich noch mal recherchieren, wie das ist, ob die vielleicht nur an dem Umschreiben mitgewirkt haben oder auch tatsächlich gesangstechnisch dabei waren. Weil, wie gesagt, so Stimme von Elton John habe ich jetzt zum Beispiel halt bis jetzt noch gar nicht gehört. Kommen vielleicht noch. Ähm, ja, ansonsten, Video ist ganz cool. Das erinnert mich manchmal so ein bisschen an dieses Bild mit diesen zerflossenen Ohren von diesem Künstler. Ich komme gerade nicht drauf. Es liegt mir auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Und dann irgendwie auch so Steampunk-Elemente also mit diesem Uhrwerk und Wildwestern. Also schon eine sehr eigene Mischung. Erinnert mich irgendwie so an ein bisschen Pen-and-Paper-Rollenspiel, an so Numenera oder irgendwie sowas. Ne? Ich bin hier auch kleiner Rollenspiel-Fan, von daher gesehen, so Dungeons and Dragons, Dark Eye, das schwarze Auge etc. So ein bisschen hat das Video so aus dem Rollenspielbereich irgendwie, finde ich persönlich. Aber das kann halt jeder für sich selber entscheiden. Ne? Also jetzt geht's erstmal weiter. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Naughty words I don't just say. No, nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they say. Never care for games they play. Never care for what they do. Never care for what they know. And I know. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. No, nothing else matters. Ja, da wären wir am Ende. Ich mache noch ein.
glaube, wir nehmen das hier als Hintergrundbild. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, erster Eindruck, richtig gut gemacht. Ein paar Elemente aus dem Lied gefallen mir richtig gut. Zum Beispiel auch gerade der Ausklang mit dem Piano noch dabei und sich da auch richtig Zeit zu lassen. Das ist ja, glaube ich, manchmal für die, ich sag mal, normalen Künstler, die im Pop-Genre sind, wo man da tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen Fokus darauf legt, dass die Lieder nicht zu lang werden dürfen, damit sie im Radio auch einigermaßen gut gespielt werden, etc. Ist das, glaube ich, dann auch manchmal so ein bisschen was anderes, sich in so ein anderes Genre zu bewegen und sich da so ein bisschen auszutoben. Gibt ja auch ein paar andere Künstler, die ja, Rock-Songs gecovert haben. Also es gibt ja ganz häufig ich sag mal, Metal-Bands Pop-Songs covern, die von der Melodie und von dem Spirit schon ganz gut sind, wo denen aber eigentlich irgendwie so diese gewisse Kernigkeit fehlt, also wo einfach so ein bisschen Schlagzeug und E-Gitarre fehlt, und das geht ja recht gut. Etwas seltener, finde ich, sind die Covers von Metal-Songs, die dann eher ins richtige Poppige übersetzt werden. Da gibt es ein paar, ich glaube, die Stefanie Heinzmann aus Österreich, die hat ja auch schon mal Metallica gecovert, und auch in so einer etwas poppigeren Variante. Also das ist eher selten. Ich glaube, das mögen die Künstler, aber einfach dann auch mal sich da einfach so richtig ja, musikalisch auf neues, unbekanntes Terrain zu bewegen oder irgendwie dann mal so einen längeren Song zu performen. Ja, wie gesagt, mit den ganzen Co-Künstlern von Miley Cyrus weiß ich jetzt nicht, wo die jetzt alle hier untergekommen sind. Müsste ich jetzt recherchieren. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen mehr zu sagen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich denke mal, es wird nicht meine Lieblingsversion von Nothing Else Matters, aber ich finde die auf jeden Fall grundsolide und es ist für einen wohltätigen Zweck. Alleine deswegen finde ich das schon unterstützenswert, und ich selber bin auch sehr, sehr gespannt auf dieses Jubiläumsalbum. Und ja, wer da einfach zuschlagen möchte, ich verlinke euch, wie gesagt, das Video, dann könnt ihr einfach dort den Pfad folgen. Ich drücke es mal so aus, wie ein alter Rollenspielhase, folgt dem Pfad und dann kommt ihr ans Ziel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt wieder raus, und wenn ihr mögt, schaut euch gerne auch auf meinem Kanal um. Da sind große Künstler, manchmal auch kleine Künstler, und vielleicht findet ihr ja da auch eine Inspiration, einen neuen Künstler, eine neue Band, die euch besonders gut gefällt. Ich weiß es nicht, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns häufiger sehen. Bis dahin, ich bin raus, euer Balfemore. Ciao!